Wow, so hörte sich das an in den 70er Jahren, wenn die wohl bedeutendste Hardrock-Band dieser Zeit ihren größten Hit feierte, Whole Lotta Love, Led Zeppelin. Was hat Led Zeppelin mit Elvis Presley zu tun? In diesem neuen Video wird es darum gehen. Wir werden heute eine Besprechung, einen Review hören für eine tolle Veröffentlichung, die der Memphis Recording Service jetzt in diesen Tagen veröffentlicht. Ich habe schon mal für euch reingehört, was das Ganze mit Led Zeppelin zu tun hat. Das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Elvis Presley. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas, dem internationalen Kanal für Elvis-Fans in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln. Jeder kann dabei sein, jeder versteht alles. Bevor wir starten, denkt wie immer dran, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Kanal lebt davon, dass er Abonnenten hat, dass er Gefällt mir bekommt. Falls ihr es noch nicht getan habt, ich würde mich wieder sehr darüber freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Heute schauen wir uns eine brandneue Veröffentlichung des Memphis Recording Service MRS an, der in diesen Tagen wieder eine, wirklich spannende Sache auf den Markt bringt. Und zwar bekommen wir ein 3-CD-Set und ein 2-LP-Set. Das 3-CD-Set trägt den Titel Elvis on Tour 74 und das 2-LP-Set wird noch etwas präziser, Elvis Live in Los Angeles. Bevor wir aber zum Review dieser neuen Veröffentlichung kommen, wollen wir ein bisschen in den wirklich sehr spannenden Background, speziell zu der Los Angeles Show, einsteigen. Als Elvis am 11. Mai 1974 in Los Angeles zu Gast war im Rahmen einer kleinen Kalifornien-Tournee mit insgesamt 5 Shows, da ging er auch in das Inglewood Forum, wie es damals hieß. Das steht übrigens heute immer noch, ihr seht es hier, und gab dort ein Konzert. Und ich möchte gleich mal so viel vorwegnehmen vom ganzen Review. Wir haben es wirklich mit einer sehr, sehr guten Show zu tun. Es war ja üblich, dass bei Elvis-Konzerten immer irgendwelche Celebrities, also Stars, im Publikum saßen, so auch dieses Mal. Und es saß die damals wirklich erfolgreichste und auch bekannteste Hardrock-Band, die auch heute noch im Prinzip jeder kennt, im Publikum, Led Zeppelin. Jimmy Page, Robert Plant und John Paul Bonham, der Drummer, saßen im Inglewood Forum im Publikum, um Elvis zu sehen. Warum taten sie das? Nun, wir müssen wissen, dass die meisten Bands dieser Zeit, Led Zeppelin ist ja auch eine Band, die in den 60er Jahren in England entstand, die wuchsen alle mit Elvis auf und Elvis war das große Idol dieser Leute. Und speziell Jimmy Page und Robert Plant haben nie einen Zweifel daran gelassen, wie viel sie wirklich von Elvis hielten. Sie waren ja eine Band, die eigentlich wenig Soundcheck machte bei ihren Tourneen. Aber wenn sie Soundcheck machten, so haben sie das in einem Interview gesagt und haben das sogar Elvis erzählt, dann sangen sie sich meistens ein mit Elvis Presley Songs, wie zum Beispiel That's Alright Mama. Die Promotion-Agentur Concerts West hatte sowohl Led Zeppelin wie auch Elvis in den 70er Jahren unter Vertrag. Es waren 2 der wohl zugkräftigsten Stars, die sie in ihrem Programm hatten. Und so war es kein Zufall, dass diese Verbindung zustande kam. Led Zeppelin hielt sich nämlich zu dieser Zeit in Los Angeles auf. Sie hatten am Tag vorher eine Party gegeben, anlässlich der Eröffnung ihres eigenen Schallplattenlabels Swan Songs. Und einen Tag später war zufällig Elvis in der Stadt im Inglewood Forum. Und über die Agentur kam das zustande. Man bot Led Zeppelin Eintrittskarten an für diese Show, auch dem Manager mit. Und natürlich sagte Led Zeppelin sofort, ja, das lassen wir uns nicht entgehen, wir gehen hin, wir werden Elvis sehen. Und so saßen die 3 Mitglieder von Led Zeppelin im Publikum und wohnten einem Elvis-Konzert bei, das es in sich hatte. Ich werde gleich beim Review darauf zu sprechen kommen. Nach der Show dann kam es zu dem berühmten Zusammentreffen. Jimmy Page und Robert Plant erinnern sich in einem Interview daran. Well, spectacular for us, absolutely amazing. He was involved with the same agents that we had at the time in the 70s, and he wanted to know who this bunch of guys were who was selling tickets quicker than him. And we wanted to know who we were too. And so he played the Forum in LA, and I'd seen him a couple of times. I was really so in awe of him as a singer. Die Superstars waren etwa 90 Minuten zusammen
und man unterhielt sich über alles Mögliche. Elvis war begeistert, dass sie seine Songs zum Einsingen nahmen, und er war auch begeistert, dass seine Tochter Lisa Marie wohl ein Poster in ihrem Zimmer hängen hatte. Er selber kannte die Band gar nicht so gut. Elvis war ja nun kein Hardrock-Fan, aber er respektierte die Band vor allem, weil sie so nett auftraten und ihn natürlich mit allergrößtem Respekt behandelten. Sowas war Elvis Presley immer sympathisch. Für solche Leute hatte er immer was übrig, als konservativer Südstaatler sozusagen. Ja, und so unterhielt man sich 90 Minuten lang. Auch Rick Stanley, der Stiefbruder von Elvis, war ein wahnsinniger Led Zeppelin-Fan. Er konnte es gar nicht glauben, dass Led Zeppelin jetzt hinter die Bühne kommt und dass er sie auch dort selbst sehen kann. Und so ging nach 90 Minuten dieses Treffen auseinander. Ja, und Elvis fragte, was ist denn euer Lieblingssong von mir, den ihr immer zum Einsingen nehmt? Und Robert Plant antwortete spontan, Love Me, und sang Treat Me Like a Fool und so weiter. Ich habe am Schluss eine kleine Überraschung an diesem Video für euch vorbereitet, bleibt also bis zum Ende dran. Ich werde darauf nochmal zu sprechen kommen. So he said, well, which song do you like? And I said, well, I like loads of them, but I do sing this song, Love Me. You know, treat me like a fool. Ja, soweit das Treffen zwischen Elvis Presley und Led Zeppelin, das am 11. Mai 1974 im Rahmen seiner Show im Inglewood Forum in Los Angeles stattfand. Kommen wir nun zum Review der eigentlichen Show. Auch hier zunächst ein paar Hintergrundinformationen. Elvis gab Anfang Mai eine kleine Tour durch Kalifornien mit insgesamt 5 Shows. Dabei trat er auf, zweimal in San Bernardino, zweimal in LA und einmal in Fresno. Was uns der Memphis Recording Service hier nun bietet, sind tatsächlich 3 Shows von diesen 5, also man bekommt einen guten Überblick über diese kleine Konzertreihe in Kalifornien. Was uns fehlt, ist die Nachmittagsshow vom 11.05.74, die auch im Inglewood Forum in Los Angeles stattfand. Von dieser gibt es wohl nur einen Publikumsmitschnitt, wird man sogar einen Ausschnitt darauf hören, komme ich dann gleich zu sprechen beim Review. Wir bekommen die Show in Fresno in Kalifornien und wir bekommen die Show in San Bernardino, die einen Tag nach den beiden Shows im Inglewood Forum am 13. Mai 1974 stattfand. Ich möchte nun den Schwerpunkt meines Reviews auf die Show in Los Angeles legen und auch auf die LP-Veröffentlichung. Die LP-Veröffentlichung ist natürlich gegenüber der CD-Veröffentlichung wie immer etwas abgespeckt, aber das macht nichts. Wir bekommen trotzdem einen fantastischen Einblick und wir haben vor allem die entscheidende Show mit dieser legendären Begegnung von Elvis und Led Zeppelin, die er ja auch im Publikum erwähnt. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Ja, gehen wir zunächst mal die Titel im Einzelnen durch. Es wird auch wieder ein paar Ausschnitte für euch geben, damit ihr euch ein Bild vor allem vom Klang machen könnt, denn Elvis Live in Los Angeles gab es ja bereits bei FTD, ist schon eine Zeit lang her, dass dieses Konzert veröffentlicht wurde. Hat der Memphis Recording Service es jetzt geschafft, diesen Soundboard-Mitschnitt noch einmal zu optimieren? Ich nehme so viel gleich schon mal vorweg, das hat er definitiv. Ja, am Anfang beginnt das Ganze noch etwas holprig, zumindest was den Sound betrifft, mit Also sprach Zarathustra. Man weiß noch nicht so genau, wo man soundtechnisch jetzt eigentlich diese Show einordnen soll. Das legt sich aber sehr, sehr schnell. Und wir merken von den ersten Takten von CC Rider an, dass Elvis hochkonzentriert ist, hochmotiviert ist und dass dies mit Sicherheit eine solide Show werden wird. Oh, see, CC Rider. Oh, see, what you have done. I said, see, Rider. Oh, see. Nach dem Standard-Eröffnungsblock mit I Got a Woman Amen kommt er zu Love Me. Möglicherweise hat Robert Plant auf diesen Song ganz besonders im Publikum gewartet. Was das Besondere an Love Me ist, diesmal macht Elvis eine Reprise am Schluss. Er verweist noch einmal auf J.D. Sumner, auf die Bassstimme und lässt noch einmal das Ende dieses Songs singen. Go back into that last thing and just do the last verse and listen to the bass singer. I would beg and steal just to feel. Nach einer Steigenfassung von Trying to Get to You und dem Oldie-Block mit All Shook Up, Don't Be Cruel, Let Me Be Your Teddy Bear und Love Me Tender kommen wir zu einer richtig guten Fassung vom Steamroller Blues, ein Song, den er ja seit der Aloha Show eigentlich regelmäßig im Programm hatte und auch 74 noch gerne sang. Auch hier hören wir eine fantastische Version, ist nichts daran auszusetzen.
I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm a Nach dem Steamroller Blues kommt Hound Dog. Natürlich haben wir Hound Dog in den 70er Jahren, wissen wir alle. Das reißt uns nicht vom Hocker. Das ist meistens sehr lieblos runtergesungen. Trotzdem möchte ich heute mal ein bisschen darauf eingehen, und zwar auf den Part am Schluss des Songs, wo ja Elvis entweder immer Karateübungen oder irgendwas machte. Hier hat nämlich James Burton einen unglaublichen funky Gitarrensound eingebaut, den ich so bei Hound Dog auch noch nicht gehört habe. Danach hören wir zwei sehr gute Fassungen von Fever und von Pork Salad Annie, bevor dann eines der wirklichen Highlights der Show kommt, und zwar der Song Why Me Lord, der Gospel, der speziell J.D. Sumner natürlich zeigt mit seiner tiefen Bassstimme. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Fassung besser als die Fassung auf der Elvis Recorded Live on Stage in Memphis, die es ja offiziell von RCA gab. Das war auch schon eine sehr gute Fassung, aber hier, finde ich, übertrifft sich speziell J.D. Sumner nochmal deutlich. Er singt wahnsinnig akkurat, es ist alles perfekt, die Stimme, es ist auch gut abgemischt. Wir hören den Song fantastisch gut. Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one? Danach kommt eine Standardversion von Suspicious Minds, die mich jetzt nicht besonders begeistert. Es ist wie oft in den 70er Jahren, zumindest nach meinem Empfinden, der Song einfach zu schnell. Damit kommt etwas Hektik rein. Natürlich hat der Song mehr Power als bei der Studioaufnahme, wo er ja eher einen Balladencharakter hat. Dennoch bin ich der Meinung, dass Elvis den Song oft viel zu schnell in den 70er Jahren genommen hat. Die besten Live-Versionen von dem Song gibt es immer noch für mein Empfinden 1969 in Las Vegas, wo er sehr nahe am Original war und trotzdem aber eine gewisse Härte drin hatte. An diese 69er Fassung kommt auch diese Fassung natürlich nicht heran. Ja, danach stellt Elvis seine Band vor und wir hören eine sehr, sehr gute Fassung von I Can't Stop Loving You. Bevor wir dann zu einem meiner Lieblings-Live-Songs von Elvis in den 70er Jahren kommen, nämlich zu Help Me. Auch hier gemeinsam mit Voice gesungen, hören wir eine sehr, sehr schöne Fassung, die, wie ich schon in mehreren Videos gesagt habe, nach meinem Empfinden deutlich über der Studioversion liegt. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking. Es geht weiter mit American Trilogy und Let Me Be There, dieser Olivia Newton-John Song, den auch hier Elvis ähnlich singt, wie er ihn im Mid-South Coliseum in Memphis, Tennessee auf dem Album Elvis Recorded Live on Stage in Memphis gesungen hat. Kein nennenswerter Unterschied, auch hier eine starke Fassung. Ja, nachdem Elvis ein bisschen mit dem Publikum scherzt und das Konzert so langsam auf die Zielgerade einbiegt, möchte er den Song Funny How Time Slips Away singen. Das war ja der Song, der zu dieser Zeit immer so ein bisschen das Ende der Elvis-Show langsam ankündigte, auch wenn danach meistens noch 2 oder 3 Songs folgten, aber es war immer so einer der letzten Songs. Und hier passiert jetzt Folgendes, hier kommt jetzt der entscheidende Moment, den viele von euch schon kennen, und wer es noch nicht kennt, hier kommt jetzt Led Zeppelin ins Spiel. Elvis eröffnet den Song Funny How Time Slips Away, aber die Band ist nicht zusammen, es passt irgendwas nicht, eigentlich der einzige Fehler, der in diesem Konzert geschieht. Elvis bricht sofort ab und sagt, Leute, das müssen wir besser machen, denn we've got Led Zeppelin out there, wir haben Led Zeppelin da draußen, wir müssen zumindest so tun, als ob wir wüssten, was wir hier auf der Bühne machen, also er scherzt darüber. Und Jimmy Page und Robert Plant haben später gesagt, sie bekamen Tränen in den Augen, dass er sie extra auch erwähnt hat und dass er wegen ihnen sozusagen den Song nochmal abgebrochen hat. And he stopped it and he said, wait a minute, we've got Led Zeppelin in here tonight, we've got to get this right. I mean, so I mopped the tears away and... If we could start together, fellas, because we got Led Zeppelin out there and Jimmy Darren and a whole bunch of people, and let's try to look like we know what we're doing, whether we do or not.
Was immer ein bisschen untergeht ist, Elvis erwähnt aber in diesem Satz nicht nur Led Zeppelin, er erwähnt auch noch Jimmy Darren. Jimmy Darren war ein Schauspieler und auch ein Sänger, der ebenfalls im Publikum war und Anfang der 60er Jahre einen riesen Erfolg hatte mit dem Song Goodbye Cruel World. 1961 eine Nummer 3 in den Billboard-Charts und er war ja durch viele Schauspielerrollen natürlich auch bekannt. Er saß ebenso wie Led Zeppelin im Publikum und wurde von Elvis auch erwähnt. To join the circus, gonna be a broken-hearted clown. Ja, und damit geht der Teil dieses Konzerts zu Ende, der tatsächlich mit dem Soundboard mitgeschnitten wurde oder möglicherweise wird der Rest gelöscht. Jedenfalls liegt er nicht vor. Und der Memphis Recording Service macht jetzt das, was schon oft gemacht wurde. Er ergänzt jetzt diese Show mit den fehlenden Songs, die er aus einer anderen Show nimmt, aber nicht aus irgendeiner, sondern aus der San Bernardino Show, die ich vorhin schon erwähnt habe, die es auch auf CD im Rahmen der CD-Veröffentlichung gibt. Und er ergänzt die fehlenden Songs und hier muss ich sagen, kommt für mich persönlich das absolute Highlight dieses ganzen Konzerts und das ist für mich Big Boss Man. Es ist eine der frühesten Live-Fassungen, die wir von Elvis von diesem Song haben und der Song wird noch nicht, wie es später oft von ihm gemacht wurde, so wahnsinnig schnell gesungen und für mich auch immer ein bisschen übertrieben. Ja? Hier geht Elvis sehr, sehr groovig an den Song heran, gefällt mir wahnsinnig gut. Big Boss Man. Big Boss Man, can't you hear me when I call? Ja, und danach bekommen wir ebenfalls aus San Bernardino noch Can't Help Falling in Love und den Closing Vamp, also den traditionellen Abschluss eines jeden Elvis-Konzerts aus dieser Zeit. Ja, damit sind wir bereits auf der letzten Seite der Doppel-LP angekommen, beziehungsweise ich spreche jetzt von der CD 2, von der CD-Veröffentlichung. Wir haben nämlich noch You Can Have Her mit drauf. You Can Have Her wurde vom Publikum mitgeschnitten in der Nachmittagsshow, ebenfalls vom 11. Mai, ebenfalls im Inglewood Forum in Los Angeles. Es ist eine absolute Rarität, deswegen ist der Song hier mit drauf. Die Soundqualität ist natürlich nicht besonders gut. Bei einem Publikumsmitschnitt kann man das auch nicht erwarten. You can have her. I don't want her. She didn't love me anyway. Schließlich liefert uns die Doppel-LP-Ausgabe noch am Schluss Home Recordings von Elvis, aufgenommen am 24. April in seinem Haus in Palm Springs, in der 845 Chino Canyon Road, Palm Springs. Dort ist tatsächlich Elvis Haus, das heute noch steht. Und er hat dort zusammen mit seiner Freundin Linda Thompson, mit Cheryl Nielsen und noch weiteren ein paar Aufnahmen gemacht und zwei haben wir hier drauf. Das eine ist Spanish Eyes, nicht besonders spektakulär. Interessanter ist aber der zweite Song, der uns hier angeboten wird, Let Me Be The One. Hier haben wir einen schönen Gruppengesang. Elvis hält sich im Hintergrund, singt ein bisschen Bassstimme mit dazu, ist aber eigentlich nicht wirklich nennenswert hörbar. Trotzdem eine sehr, sehr interessante Aufnahme. Let me be the one you come to when you need someone to run to. Ja, und so schließt die Doppel-LP. Wie gesagt, auf der CD gibt es noch das ganze San Bernardino-Konzert und das Konzert von Fresno aus dieser Tour. Also, wer alles haben möchte, greift zur CD wie immer. Wer das eigentliche Highlight, das Los Angeles-Konzert haben möchte und ein paar Zugaben dazu, der ist auch mit der Doppel-LP gut bedient. Kommen wir zur Soundqualität. Ich habe ja eingangs gesagt, das Konzert wurde bereits veröffentlicht von FTD. Und ich wurde auch gefragt bei meiner Vorankündigung hier auf dem Kanal, in Facebook glaube ich war es, egal, wurde ich gefragt, wie äußert sich das denn, wie ist das Publikum zu hören, ist die Abmischung besser? Also ich kann Folgendes sagen. Die Abmischung von dieser Show ist sehr, sehr gut. Die Soundqualität auch. Also man greift ja immer auf die Bänder von FTD zurück. In Köln werden diese MRS-Veröffentlichungen gemastert und man hat hier wirklich einen schönen Stereo-Effekt zum einen, der auch über Kopfhörer gut klingt.
Und wir haben zum Beispiel immer den Background-Gesang im linken Kanal, wir haben Elvis zentral, so wie das auch schon bei anderen Veröffentlichungen war. Und ein schöner Stereo-Effekt ist zu hören. Und die Soundqualität ist sehr, sehr gut. Vor allem die Stücke aus dem San Bernardino Konzert sind in der Soundqualität nochmal deutlich über dem, was wir von Los Angeles haben. Und das ist schon gut. Also wir bewegen uns hier wirklich, da übertreibe ich jetzt nicht, relativ nahe an einer Art RCA-Veröffentlichung. Natürlich ist es kein Multikanal-Mitschnitt, klar, das hört man auch. Dennoch ist die Soundqualität wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde auch deutlich besser als die Veröffentlichung, die es vorher gab. So gesehen, wer das nochmal in richtig guter Qualität haben möchte, der macht nichts Falsches, wenn er hier entweder diese Doppel-LP oder das 3-CD-Set bestellt. Beispielsweise über den TCB-Shop, wo auch ich mein Exemplar herbekommen habe. Dankeschön an Michael Bonn, wie immer, für das frühzeitige Übersenden, sodass ich den Review rechtzeitig für euch machen konnte. Ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Show seht. Wie denkt ihr darüber, dass Led Zeppelin und Elvis aufeinandertreffen? Mögt ihr die Musik von Led Zeppelin? Wie auch immer, schreibt es in die Kommentare. Ja, abschließend, liebe Freunde, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe ja erwähnt, bei dem Treffen von Led Zeppelin mit Elvis wurde der Song Love Me gesungen. Und ich habe mal mir die Mühe gemacht, ich habe tatsächlich was gefunden, wo Led Zeppelin den Song Love Me singen im Rahmen einer Probe, eines Soundchecks. Ich habe die Stimmen extrahiert, damit wir so ein bisschen das Gefühl haben, wie hat sich das vielleicht angehört, als damals die beiden, also Elvis und Jimmy Page, Robert Plant, sich den Song zugesungen haben, Love Me, Treat Me Like a Fool. Mit diesem kleinen Soundschnipsel möchte ich euch verabschieden in die neue Woche. Wir werden uns schon nächsten Sonntag wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund. Ciao und Servus. Euer Gerd. Long live the King. So we talked and then we said goodbye, shook hands and said we'd all meet again. And I went out in the corridor and was heading for the elevator, and suddenly he swings around the door and he says, "Hey Robert," and he started singing to me, and then I started singing to him, and then we were all crying. Treat me and cruel, mother. Yeah. Oh my God. I'll be on my knees. All I ask is please.